Objektnummer SCP-037-DE. Klassifizierung: sicher. Sicherheitsmaßnahmen: SCP-037-DE wächst in einem 2x2 Meter begrenzten Bereich im Boden und befindet sich in Standort DE-41 in einer Isolationskammer von Biosektor 5. Die Bewässerung gelingt durch ein automatisches System, um an Personal zu sparen. Nach einer Infektion an SCP-037-DE1 muss die betroffene Person terminiert und von Sicherheitspersonal in Biohazard-Anzügen eingeäschert werden. Ebenso ist der gesamte Sektor unter Quarantäne zu setzen. Beschreibung: SCP-037 ist ein gentechnisch verändertes Kreuzblütengewächs, Brassicaceae, welches von der Corporation als eine biologische Waffe gezüchtet wurde. Die Pflanze besitzt Abnormalitäten wie Entstehung von Nebenblättern, dichte einzellige Brennhaare und eine Vielzahl an Petalen. Nach physischem Kontakt der Brennhaare leitet SCP-037-DE sein Abwehrmechanismus ein. Die Köpfchen der Brennhaare bohren sich in die Haut und entleeren das in ihm enthaltene Gemisch aus Ameisensäure, Natriumformiat und SCP-037-DE1. Untersuchungen des Stoffgemisches aus SCP-037-DE zeigten unbekannte Mikroorganismen, SCP-037-DE2, die für den Effekt von SCP-037-DE verantwortlich sind. SCP-037-DE2 ist ein Mikroorganismus in der Trägersubstanz SCP-037-DE1. Durch den entstandenen Juckreiz wird das Subjekt beginnen, sich an der betroffenen Stelle die Haut aufzukratzen. Sobald SCP-037-DE1 in Kontakt mit der offenen Wunde kommt, dringen die Organismen in den Körper des Betroffenen ein. Dort verbleiben sie und vermehren sich schließlich. Durch das Eindringen von SCP-037-DE2 in den Körper verbreitet sich, auf bisher unerklärliche Weise, die Denkweise einer parlamentarischen Demokratie im Gehirn des Infizierten. Hierbei wird ein komplettes Grundwissen über die Demokratie ins Gehirn eingeschleust, ebenso wird ein großes Interesse für Politik im Subjekt geweckt. Die Idee von freie Wahlen, Minderheitenschutz, Verfassungsmäßigkeit, Schutz der Grundrechte, Achtung der Menschenrechte sowie Schutz der Bürgerrechte sind Bestandteile der vorhandenen Informationen, die nun höchste Priorität in den Augen des Infizierten haben. Infizierte werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um das politische System, in dem sie leben, zu einer Demokratie umzuformen. Beobachtungen zeigten, dass infizierte Subjekte bereit waren, Attentate sowie Selbstmord zu begehen. Wenn Infizierte jedoch bereits in einem demokratischen Staat leben, werden diese versuchen, das politische System in ihrem Land, in die ihres Grundwissen nach beste Form der Demokratie umzuwandeln. Versuchsprotokoll von SCP-037-DE1 an D1-3309. Der folgende Text wurde von einem kleinen Audio-Aufzeichnungsgerät entnommen, das in D1-3309s Körper implantiert wurde. Im Raum befand sich zudem eine Kamera. D13329 ist ein somalischer Mann, 24 Jahre, der keine Anzeichen von sozialer Unfähigkeit zeigt. D13329 weist dennoch wenig Kenntnisse über Demokratie oder politische Freiheit auf. Im Multiple-Choice-Test befinden sich Fragen zu aktuellen politischen Ereignissen und politischen Grundkenntnissen. Die Aufzeichnungen wurden in die deutsche Sprache übersetzt. Datum der Aufnahmen reichen vom 9. bis 13. Mai 2013. Subjekt erwachte in Zelle 7D, seine Füße sind an einem Metallstuhl mittig des Raumes festgebunden, vor ihm steht ein Tisch. D13309. Scheiße. D13309 versucht sich zu bewegen, verliert für 10 Minuten erneut das Bewusstsein. Was? Mein Kopf? Wo bin ich? Das ist nicht meine Zelle. Dr. Hansen betritt die Zelle. Auf einem Tablett ist die vorbereitete Spritze mit SCP-037-DE1-Organismen vorzufinden. Dr. Hansen stellt sie auf den Tisch. Scheiße, was habt ihr vor? Dr. Hansen. Bevor ich dir das Mittel indiziere, musst du diesen Multiple-Choice-Test nach deinen eigenen Kenntnissen beantworten. Wenn du dich weigerst, wird dies schwere Konsequenzen für dich haben. D13309 vollendet den Test. Dr. Hansen verabreicht das Mittel. D13309 behält Ruhe. SCP-037-DE1 wurde erfolgreich indiziert. Dr. Hansen verlässt den Raum und schließt die Zelle. Moment. Sie lassen mich hier alleine? Fuck, das soll wohl ein Scherz sein.
30 Minuten später betritt Dr. Hansen die Zelle erneut. D13309. Ich werde dich jetzt einen Multiple-Choice-Test aushändigen. Bitte beantworte ihn erneut nach deinem eigenen Ermessen. D13309 vollendet den Test. D13309 wird zurück in seine Zelle gebracht. Ergebnis: D13309 wusste vor dem Multiple-Choice-Test weniger demokratisch richtige Antworten als vorher. Ebenso hat sich die politische Ansicht des Subjektes verändert. D13309 favorisierte vorher ein diktatorisches System, nun aber ein demokratisches. Die Wirkung von SCP-037-DE1 kann bestätigt werden. Notiz. Uns ist nun bekannt, dass die Corporation SCP-037-DE in Gebieten von Saudi-Arabien anwenden wollte und bereits in Afrika angewendet hat. Wohlmöglich hat dies zur Bildung der demokratischen Staaten in Südafrika geführt. Nach den Informationen der Mutter Foundation existieren keine weiteren SCP-037-DE-Pflanzen in der Wildnis mehr. Ebenso wurden alle Proben im Besitz der Corporation zerstört. O5.